Geil! Willkommen im Wunderland. Neues Format. Lethargie aus, Kreativität an, Resteverwertung. Können wir sowieso alles nicht mehr verkaufen. Ist offen, aufgerissen und so weiter. Werdet kreativ. 4 Stunden habt ihr Zeit. I'll be back. Also wir haben ja die Götterspeise hier. Das ist ja irgendwie Waldmeister. Und das eignet sich, wie Felix richtig erkannt hat, natürlich toll, um Wasser zu gießen. Und dementsprechend wollen wir unser Diorama auslegen. Und ja, sag mal was zu den Platten, weil die sind ja auch im Prinzip schon... Die Lasagneplatten haben ja schon eine geile Form von so einer typischen Spundmauer, ne? Also so dieses Geriffelte. Und da liegt es ja nahe, ein Hafendiorama zu bauen. Genau, also ich finde auch, das passt ganz gut zu Hamburg. Und wir haben ja darüber gesprochen, es gibt diesen Kran in Roten, oder gab. In Rotenburgsort, den gibt es ja nun nie mehr. Und quasi als kleine Erinnerung wollen wir das ein bisschen nachbauen. Also eine Spundwand mit ein bisschen Wasser und einem Kran aus Spaghetti und da gucken wir mal. Bisschen, vielleicht geht es ja auch so. Also ich habe damit noch nie gearbeitet. Also in der Form. Oh nein. Ja, aber fast, das war schon gar nicht so schlecht. Geht gar nicht so geil. Es ist ja auch eine Challenge, mein lieber Felix. Also... Okay, so. Der sieht ja ganz gerade aus hier. Schnitt. Das platzt ja richtig schnell weg, ey. Katastrophe. Was war für dich so bisher die Herausforderung? Ja, das Zeug hier schneiden, das bricht halt super schnell. Aber wir haben schon eine kleine Keimauer. Und das können wir dann schön mit Mehl auffüllen oder mit irgendwie, ja, versuchen zu verdichten dahinter. Und dann kommt hier vorne vor Wackelpuddingwasser. Also in meinem Kopf ist das so ein bisschen 60er Jahre vielleicht. Ich weiß nicht, ob das bei Felix genauso ist. Ich glaube aber schon. Felix, ist das bei dir auch 60er Jahre? 60er? Na, von so. Und genau, dementsprechend habe ich den Kran auch rausgesucht. Jetzt, ich baue dann erstmal so eine Box und dann baue ich da unter noch ein Gestell. Das können wir dann ja gucken. Wir haben ja sonst unsere altbekannten Werkstoffe. Wir wissen ganz genau, wie das geht. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie sich denn so eine Nudel überhaupt verarbeiten lässt. Oh, ich kann mir das schon richtig vorstellen. Also guck mal, das wäre jetzt... Das ist so die Grundfläche. Ich baue da unter noch ein Gestell, für, wo das dann draufsteht. Das ist halt total krumm und schief jetzt, ne? Aber das, ich glaube, das ist das Los eines jeden Spaghetti-Modellbauers. It's the best show in town. Naja, ich klebe jetzt dieses wunderbare Fenster vorne in die Front. Man kriegt das ganze kleines Dach. Natürlich ist es natürlich so, dass ich versuche, dass das alles schön gerade ist. Oh nee! Gut, dass du dabei bist, Jesko. Fuck. Kaputt? Ja, aber nicht so schlimm. Zucker wäre auch ein guter Kleber gewesen. Zucker, ja, oder neu machen. Jetzt ist es ein bisschen schief geworden. Egal. Guck mal so, naja, also es geht. Das löst alles so ein bisschen an. Ich hoffe halt, dass es klebt alles aneinander. Das ist richtig eklig. Ich hoffe halt, dass es dann auch wieder trocknet. Und wie müssen wir das hier noch auffüllen dann später? Hier oben muss ja der Kran drauf. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das am besten mache. Ob ich da jetzt hier noch so eine Platte reinklebe? Guck mal, was ich hier Ist doch geil, Digga. höre ab, Alter. Ja, dann gib doch das Mehl einfach rein. Mach das doch jetzt und dann saugt sich das auf und dann trocknet das gleichzeitig. Ich höre ein bisschen Bechamelsoße. Da kommt der Kran drauf und dann so und fertig für den Ofen. Ja, ist eigentlich serviervorschlagmäßig, ist das eigentlich ganz witzig.
sowas Geiles bauen, woraus auch immer, und dann hier vorzeigen. Also nicht hier, aber online quasi, dass man das ausweitet, dass nicht nur wir das machen, sondern dass alle das machen können. Weil ich muss sagen, das ist ein sehr niederschwelliger Zeitvertreib. Ich rühre jetzt die Götterspeise an, aka unser Wasser. So, gucken wir mal. Gut, dann rühren wir das gleich mal um. So, hier, guck, da. So, oh. Das ist einfach schön. Naja, es muss ja irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das. Ich habe noch nie Götterspeise gemacht. Auch nicht. Tada! Willst du den anderen nicht auch noch? Willst du nicht noch mehr reinmachen? Nein, Mann. Felix, was meinst du? Haben wir das gut gemacht? Ich glaube schon. Ich würde sagen, wir warten jetzt bis in 2 Stunden. Dann gucken wir uns das mal an, wa? Was ist das? Naja, ich weiß nicht. Also aus gegebenem Anlass haben wir einfach versucht, ein Hafendiorama aus also was typisch Hamburgisches darzustellen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut. Du fragst, was das ist. Eigentlich super. müsstest du auf den ersten Blick erkennen, Ich find's das super. ist meine Heimat, Es da ist geht das richtig, Herz richtig auf. gut. Ja. Ich hätte nicht Da steckt gedacht, Gefühl drin. Die Farbe des Wassers der Elbe ist ja, ist ja wohl auf den Punkt. Da ist Mehl reingesteckt. Wahnsinn. das hält. Ja. Wahnsinn. Und ihr habt sogar das Elbwasser dem nachempfunden. Originalgetreu. Unglaublich. Ne, schärfer als die Realität. Es ist stark. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass man In so viel, dass man so viel, nur so aus viel Nudeln. aus einer Nudel, aus einer italienischen Nudel Ja, machen ja. kann. Genau. Wahnsinn. Schön. Ja, fast reif für eine Challenge oder so, ne? Genial. Das machen wir. Ich drangsaliere euch einfach noch mehr. In 2 Tagen komme ich wieder. Da machen wir das Ganze in Zweierteams gegeneinander mit Müll. Mit Müll. Oh, geil. Keine Lebensmittelverschwendung und so weiter. Müll. Jeder darf mal wählen. Ich habe noch ein altes Klosett. Und dann geht's los. Lars, die Krise hat ein Monster aus dir gemacht. So machen wir das. Moin. Ihr habt den 2 Meter Sicherheitsabstand. Sehr gut. Wir haben eine neue Challenge. Ich habe mal ein bisschen ausgemistet. Haben als Brauchern mich. Nee, die Not macht erfinderisch. Yeah.